Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Vlog. Und zwar, wie versprochen, möchte ich heute mal kurz das Thema ansprechen: Sind wir Menschen eigentlich bloß künstliche Intelligenzen oder sind wir mehr als das? Und ich werde euch schon mal vorneweg sagen, ich kann euch darauf keine Antwort geben. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber nein, Antwort geben werde ich euch heute keine, aber ich möchte euch ein kleines bisschen zu dem Denken anregen, dass ihr selber drüber nachdenken könnt, ob wir das sind oder ob wir das nicht sind. Ich glaube, da muss auch jeder zu seinem eigenen Schluss kommen. Aber zunächst einmal gucken wir uns an, was macht denn eigentlich eine KI aus? Eine KI, wir haben die KI dem Menschen nachempfunden. Eine KI bekommt Einflüsse von außen und die lernt dann. Ja? Das bedeutet, wir füttern sie mit Daten und die KI trainiert sich selbst anhand der Daten, die sie bekommt. Und wenn wir das jetzt mal auf den Menschen übertragen, dann sehen wir eigentlich, dass wir Menschen das nicht anders machen. Gerade jetzt, und ja, ich bringe jetzt leider das Corona-Beispiel, aber ja, es ist einfach ein sehr gutes Beispiel. Wir haben jahrelang einfach genau das gemacht, was uns beigebracht wurde. Wir sind zur Arbeit gegangen, wir haben weitergelebt, so wie wir bislang gelebt haben, und wir machen das immer noch oder wir versuchen es immer noch zu machen. Jetzt gerade aktuell findet so ein Ausnahmezustand statt. Und zwar, wir haben eigentlich nicht mehr wirklich die Möglichkeit, alles so zu machen, wie wir es bislang gemacht haben. Und da merken wir, okay, unsere Programmierung sozusagen, unsere Daten, die wir bislang hatten, die führen gerade zu keinem Ergebnis. Es gibt einfach Fälle, die sind nicht abgedeckt. Das ist jetzt quasi, als wenn ihr eine KI Hunde und Katzen klassifizieren lasst und plötzlich bringt ihr noch Bilder mit Pferden rein. Was zur Hölle? Ja, was soll die KI dann machen? Und was wir Menschen allerdings uns auch antrainiert haben, ist, dass wir wissen, wie wir neue Daten für uns akquirieren. Das bedeutet, wir Menschen gucken uns bei anderen Menschen was ab. Das haben wir von klein auf gemacht. Das bedeutet, wir haben unsere Eltern beobachtet, wir haben die was gemacht. Und so sind wir alle eigentlich gewachsen an den Leuten, die uns was beigebracht haben. Vielleicht habe ich euch was beigebracht und dadurch seid ihr quasi in Richtung Informatik gekommen. Vielleicht habt ihr bei euren Eltern, ziemlich wahrscheinlich habt ihr bei euren Eltern was gelernt und macht eben Dinge, so wie eure Eltern die Probleme gelöst haben. Und jetzt kommt eben die Situation, dass die Eltern, die Leute, die sonst so, von denen ihr sonst so euch was abguckt, dass die eigentlich gar nicht wirklich wissen, was man gerade tun kann und soll. Manche sagen Hamster kaufen, manche sagen Corona-Partys, manche sagen schnell infizieren, dann geht das Ganze wieder vorbei. Und je nachdem, was euer Umfeld da macht, macht ihr das höchstwahrscheinlich auch ein bisschen nach. Oder ihr seid selber sozusagen Trendsetter und exploriert. Ja, das gibt es ja auch bei der KI. Ich möchte hier mal ganz kurz auf meine Playlist verweisen. Da gibt es auch sowas, das nennt sich evolutionäre Algorithmen. Die einen machen einfach genau das, was sie bisher gemacht haben, immer weiter nach. Und die anderen, also je nachdem, wie gerade der Zufall fällt, und bei den anderen ist es so ein kleines bisschen Variation. Das heißt, wir mutieren sozusagen. Und unsere DNA für die künstliche Intelligenz, die mutiert halt einfach. Und die mutiert in dem Sinne, dass wir ein neues Verfahren durch Zufall ausprobieren. Was führt eigentlich zum Erfolg? Und genau das passiert aktuell. Wir probieren aus, was in dieser Krisensituation, sorry, da ist mein Mikro im Weg für die Gänsefüßchen, die ich gerade machen wollte, für die Krisensituation, was da eigentlich gerade gut funktioniert. Und je nachdem, was für den Einzelnen gut funktioniert, wird das eine Krisenstrategie sein, mit der er weiterhin in Krisen reingeht. Das bedeutet, ich für meinen Teil, ich meine, bei mir ändert sich sowieso nichts. Ja? Ich mache schon die ganze Zeit quasi selbst Quarantäne, okay? Ich arbeite jeden Tag von zu Hause, ich arbeite nur mit dem Internet, ich habe ein paar soziale Kontakte, die sind jetzt halt online, ja, ist so. Und da ändert sich nicht viel. Aber für andere ist das eine riesige Umstellung. Ich habe es bei meiner Mutter gemerkt, die hat keine Ahnung, wie sie mit ihrem Homeoffice umgehen soll. Die vermisst soziale Kontakte ohne Ende und deswegen kontaktiert sie mich mehrfach täglich. Und das war früher natürlich nicht ganz so extrem. Das heißt, sie guckt sich quasi bei mir ab, wie gehe ich mit dieser Quarantänesituation um, weil ich kenne mich ja quasi mit Quarantäne aus, okay? Ich mache das, ich mach das, seit ich selbstständig bin, quasi so. Und guckt sich bei mir ab, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag. Die fängt jetzt an, Amazon Prime-Serien zu gucken oder, keine Ahnung, ich glaube, mit Zocken fängt sie wahrscheinlich noch nicht an. Aber
sie kommt dann auch wegen technischer Hilfe zu mir und guckt sich bei mir quasi ab, was mache ich, weil ich habe ja Erfahrung in diesem Gebiet. Und ich bin jetzt nicht einer, der rausgeht und Panik-Klopapier kauft, weil ich habe halt noch ein paar Rollen, ja, und damit kann ich mir meinen Arsch abwischen, das ist okay. Aber so funktioniert es im Endeffekt. Wenn wir die Situation nicht kennen und nicht einschätzen können, dann suchen wir uns woanders Vorbilder, wo wir das Ganze eigentlich machen können. Und das, meiner Meinung nach, machen wir das unser ganzes Leben lang. Und in dem Punkt sind wir eigentlich identisch mit einer künstlichen Intelligenz. Wir können zwar die Sachen nicht wirklich so gut abspeichern wie eine KI, aber ich meine, selbst eine KI vergisst. Ihr kennt vielleicht das Forget Gates in LSTM-Netzwerken, also mit neuronalen Netzen, ja. Und da muss man sagen, okay, das ist ungefähr auch so eine Art Vergessen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich mein Gedanke zu der ganzen Geschichte. Ich will jetzt nicht ins Philosophische eingehen. Ich kenne mich mit Philosophie nicht so wirklich aus, aber ich kenne mich mit künstlichen Intelligenzen aus und ich kenne zumindest das Verhalten in meiner Umgebung. Und ja, vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Weisheit für mich, dann schreibt ihr mir ganz gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, hier auch ein Like dazulassen. Ich habe gemerkt, was Likes ausmachen. Der Post, also der Textpost auf meinem Hauptkanal, ist einfach völlig durch die Decke gegangen. Da haben Leute geschrieben, ey, ich habe dich nicht mal abonniert, ich krieg deinen Textpost zu sehen. Es ist mega krass, was da einfach Likes beziehungsweise einfach auch die Aufrufe ausmachen. Also, falls ihr hier tatsächlich noch zuguckt, dann bitte ich euch natürlich selbstverständlich auch diesen Zweitkanal von mir weiterhin, naja, so rumzuschieben, weil ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema und man könnte da ein bisschen gelassener, aber auch ein bisschen mit mehr Hirnschmalz. Also ich meine, ich habe eine Coronavirus-Challenge gesehen, ja, da leckt jemand Toiletten ab in Öffentlichen. Das ist einfach nur A, ekelhaft und B, what the fuck. Ja, also vielleicht, dass der Intellekt unserer Gesellschaft wieder ein bisschen nach oben geht. Einfach gerne auch teilen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.